Willkommen zu einem neuen Video aus dem Teile-Kanal. Ich habe vor einiger Zeit ein Video darüber gemacht, warum man nicht die Batterie im Auto abklemmt, insbesondere in modernen Autos, und es scheint, dass es Zweifel gibt, wann die Batterie im Auto abgeklemmt wird. Die Batterie wird abgeklemmt, um die Batterie selbst zu wechseln, logischerweise, oder wenn wir die Lichtmaschine oder den Anlasser wechseln, manchmal wenn wir die Zündkerzen oder die Verkabelung der Zündspulen manipulieren, weil sie in einem schlechten Zustand ist und ein Kurzschluss. Genau deshalb wird die Batterie abgeklemmt, wenn ein Kurzschluss auftreten kann. Dass wir eine Masse mit Plus berühren, zum Beispiel mit einem Schraubenschlüssel beim Lösen einer Mutter, also beim Lösen. Aber um den Sensor zu wechseln, der Nockenwelle oder des Kurbelwellensensors oder des Kennfeldsensors oder der MAF, das ist der Durchflussmesser, oder die Turbo- oder AGR-Magnetventile, die Batterie wird nie abgeklemmt. Warum machen wir das? Die Zeit weiß, dass Sie gerade ein Teil gewechselt haben, und dies liegt daran, dass wenn Sie die Batterie abklemmen und dann dieses Teil austauschen, kann es passieren, dass die ECU dieses Teil erkennt, wenn die Batterie wieder angeschlossen wird, weil sie es hat zurückgesetzt wurde und das Fahrzeug in den Notfallmodus wechselt, oder es möglicherweise nicht richtig funktioniert, oder wenn die Wegfahrsperre für längere Zeit im Fahrzeug gelassen wird, und ich sage Ihnen, dass es lange dauert, diesen Fehler mit dem Computer zu beheben, ist mein Rat, wenn Sie diese Sensoren es an Ort und Stelle mit der Batterie sie ändern, was sie immer versuchen muss. Ist nicht eine positive und eine Boden zur gleichen Zeit, zum Beispiel mit einem Schlüssel zu berühren. Weshalb die Batterien nicht angeschlossen sind, trennen Sie die Batterie beim Umgang mit den Airbags. Aus Sicherheitsgründen sowie beim Umgang mit Kabeln, die blank sein können und einen Kurzschluss verursachen können. Daher wird die Batterie normalerweise abgeklemmt. In modernen Autos haben sie uns bereits ein paar Leute gebracht, die sich für Mechanik interessieren und in Foren gesehen haben, die raten, die Batterie zu entfernen, abzuklemmen und uns dann anzurufen und uns mitzuteilen, dass sie uns ein Fahrzeug auf den Kran bringen, weil ein Teil defekt ist, geändert und das Auto will nicht starten oder funktioniert nicht richtig oder befindet sich im Notbetrieb und so weiter. Nun, hier haben Sie das Video. Wenn es nützlich war, vergessen Sie nicht, den Kanal zu mögen und zu abonnieren.